Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Hi Jake, wie geht es dir heute? Hi Zoe, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Ich habe über unsere letzte Reise nachgedacht. Erinnerst du dich an unseren Besuch in Rom? Ja, ich erinnere mich. Rom war wunderbar. Ich liebte die Geschichte und die schönen Gebäude. Ich auch. Ich möchte über unsere Reise nach Rom sprechen. Es gibt so viele Dinge, die wir gesehen und gemacht haben. Das ist eine großartige Idee. Ich rede gerne über unsere Abenteuer. Jake, wann sind wir nach Rom gefahren? Wir sind im Juli letzten Jahres nach Rom gefahren. Richtig, wir haben 3 Tage dort verbracht. Es war eine kurze Reise, aber wir haben so viel gesehen. Ja, das haben wir. Wir haben viele berühmte Orte besucht. Ich erinnere mich an das Kolosseum, den Vatikan und die schönen Straßen. Das Kolosseum war mein Favorit. Es ist so groß und alt. Ich hatte das Gefühl, ich wäre in einem Film. Da stimme ich dir zu. Das Kolosseum ist beeindruckend. Wir haben dort viele Fotos gemacht. Ich mochte auch den Vatikan. Der Petersdom ist so schön und friedlich. Das Vatikanische Museum war auch interessant. Ich mochte die Kunst und die Geschichte. Jeden Morgen sind wir durch die Stadt spaziert. Die Straßen Roms sind sehr charmant. Ja, und das Essen war köstlich. Ich erinnere mich an die Pizza und das Gelato. Oh, das Gelato war das Beste. Ich habe viele Sorten probiert. Manchmal denke ich noch daran. Zoe, was war für dich das Überraschendste an Rom? Ich war überrascht, wie alt alles ist. Die Gebäude stammen aus vielen Jahrhunderten und die Geschichte ist sehr reich. Mir ging es genauso. Es ist erstaunlich, in einer Stadt zu gehen, die so viel Geschichte hat. Ich fand auch die Freundlichkeit der Menschen toll. Ja, die Römer sind sehr warmherzig und einladend. Sie haben uns geholfen, als wir nach dem Weg gefragt haben. Das stimmt. Ich erinnere mich an einen Mann in einem Café, der ein wenig Englisch sprach und viel lächelte. Ich liebe das am Reisen. Es macht das Erlebnis besonderer. Denkst du, dass wir Rom wieder besuchen werden? Ich hoffe es. Es gibt noch so viel zu sehen. Ich möchte beim nächsten Mal zum Forum Romanum und zum Pantheon gehen. Ich würde gerne wieder zur Trevi-Brunnen gehen. Er ist so schön, besonders nachts. Ja, und vielleicht können wir weitere Stadtteile erkunden wie Trastevere. Ich habe gehört, dass es dort sehr lebhaft und voller kleiner Geschäfte ist. Das klingt großartig. Ich möchte auch mehr lokale Speisen probieren. Die Küche in Rom ist einfach und sehr schmackhaft. Da stimme ich dir zu. Ich möchte mehr Pasta essen und neue Gerichte probieren. Jake, erinnerst du dich an unseren Tagesablauf in Rom? Ja, jeden Tag sind wir früh aufgestanden, hatten ein kleines Frühstück und sind dann losgegangen, um die Stadt zu erkunden. Wir sind viel gelaufen. Ich denke, wir sind jeden Tag mehr als 10 Kilometer gelaufen. Das stimmt. Zu Fuß zu gehen ist eine gute Möglichkeit, die Stadt zu sehen. Wir haben eine Karte benutzt und manchmal die Einheimischen nach dem Weg gefragt. Das hat mir gefallen. Es hat mich fühlen lassen, als wäre ich wirklich Teil der Stadt. Ich erinnere mich auch daran, dass wir an einem Nachmittag in einem kleinen Platz saßen, Kaffee tranken und den Menschen zusahen. Es war sehr entspannend. Das war einer meiner Lieblingsmomente. Es ist schön, eine Pause zu machen und die Atmosphäre zu genießen.
Ja, Rom ist eine Stadt, die dich einlädt, langsamer zu werden und das Leben zu schätzen. Jake, was hast du während unseres Besuchs über die römische Geschichte gelernt? Ich habe gelernt, dass Rom sehr alt ist. Es wurde 753 vor Christus gegründet. Die Stadt hat viele Schichten der Geschichte. Ich habe gelesen, dass die Römer viele großartige Gebäude und Straßen gebaut haben. Sie waren für ihre Zeit sehr fortschrittlich. Das Kolosseum wurde für Spiele und Veranstaltungen genutzt. Es ist ein Symbol römischer Ingenieurskunst. Und das Forum Romanum war das Zentrum des öffentlichen Lebens. Es war sehr wichtig im antiken Rom. Ich finde Geschichte faszinierend. Es ist erstaunlich zu denken, dass wir in derselben Stadt wie Menschen von vor Tausenden von Jahren gehen. Ja, die Geschichte lässt die Stadt lebendig erscheinen. Jeder Stein hat eine Geschichte. Ich habe auch ein wenig über die Kunst im Vatikan gelernt. Die Gemälde und Skulpturen sind unglaublich. Die Sixtinische Kapelle war atemberaubend. Ich wünschte, wir könnten sie noch einmal sehen. Ich hoffe, wir können nach Rom zurückkehren und mehr Museen und historische Stätten erkunden. Jake, wie hast du das Wetter in Rom während unseres Besuchs empfunden? Das Wetter war sehr warm und sonnig. Es war perfekt für Besichtigungen. Ich erinnere mich, dass es nachmittags ein wenig heiß war, aber wir fanden immer einen schattigen Platz zum Ausruhen. Ja, wir haben unsere Spaziergänge am Morgen und Abend geplant. Die Morgende waren kühl und angenehm. Ich mochte die sonnigen Tage. Das Licht ließ die Gebäude noch schöner aussehen. Ich habe viele Fotos vom strahlend blauen Himmel und den warmen Farben der Gebäude gemacht. Das Wetter machte unsere Reise sehr angenehm. Ich liebe einen sonnigen Tag, wenn ich reise. Ich auch. Es lässt die Stadt lebendig und voller Leben erscheinen. Jake, was war deine schönste Erinnerung an unsere Reise nach Rom? Ich habe viele schöne Erinnerungen, aber ich denke, das Spazierengehen nachts am Trevi-Brunnen war das Beste. Das war magisch. Der Brunnen war beleuchtet und das Wasser war so klar. Ich erinnere mich, dass wir eine Münze in den Brunnen geworfen und einen Wunsch geäußert haben. Ja, ich wünschte, eines Tages nach Rom zurückzukehren. Ich wünschte mir mehr Abenteuer mit dir. Jeder Moment in Rom war besonders. Ich habe auch die ruhigen Morgen geliebt, als wir kleine Straßen erkundet haben, bevor die Menschenmengen kamen. Diese Momente waren sehr friedlich. Es ist schön zu reisen und Zeit zum Entspannen zu haben. Ich fühle mich sehr glücklich, dass wir gemeinsam diese schöne Stadt besuchen konnten. Da stimme ich zu. Rom wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Jake, denkst du, dass unsere Reise nach Rom die Art und Weise verändert hat, wie du Städte siehst? Ja, ich denke schon. Nach dem Besuch in Rom schätze ich Geschichte und Kultur mehr. Ich fühle genauso. Ich achte jetzt auf alte Gebäude und Museen, wenn ich eine neue Stadt besuche. Rom hat mir beigebracht, dass jede Stadt eine Geschichte hat. Es ist wichtig, zu erkunden und zu lernen. Ich habe auch gelernt, die einfachen Dinge zu genießen, wie eine gute Mahlzeit oder einen ruhigen Moment im Park. Reisen macht mich neugierig auf die Welt. Ich möchte mehr Städte wie Rom sehen. Ich stimme zu. Ich möchte Paris, Athen und viele andere historische Städte besuchen. Jake, würdest du Rom anderen Reisenden empfehlen? Ja, ich würde Rom jedem empfehlen. Es ist eine Stadt voller Geschichte, Kunst und schöner Sehenswürdigkeiten. Ich stimme zu.
Rom ist perfekt für Menschen, die Kultur und gutes Essen lieben. Es ist auch eine großartige Stadt zum Spazierengehen. Man kann so viel zu Fuß sehen. Ich denke, Familien, Paare und Alleinreisende werden Rom alle genießen. Ja, es gibt für jeden etwas in Rom. Die Museen, die Parks, die Straßen, sie sind alle einen Besuch wert. Ich hoffe, viele Leute besuchen Rom und erleben seine Magie. Ich bin mir sicher, dass sie es tun werden. Rom ist eine Stadt, die im Herzen bleibt. Jake, was sind deine Zukunftspläne? Möchtest du weitere Städte wie Rom bereisen? Ja, ich möchte mehr reisen. Ich habe viele Städte auf meiner Wunschliste. Welche Städte möchtest du als nächstes besuchen? Ich möchte nach Barcelona, Athen und Istanbul reisen. Außerdem möchte ich mehr von Italien erkunden, wie Florenz und Venedig. Das sind großartige Entscheidungen. Ich möchte Paris und London besuchen und vielleicht eine kleine Stadt in Frankreich. Reisen ist eine wunderbare Möglichkeit zu lernen und neue Dinge zu sehen. Da stimme ich zu. Jede Stadt hat ihre eigene Kultur und Geschichte. Ich freue mich darauf, unser nächstes Abenteuer zu planen. Ich auch. Ich denke, wir sollten bald mit der Planung unserer nächsten Reise beginnen. Ja, lass es uns tun. Ich kann es kaum erwarten, mit dir weitere neue Orte zu erkunden. Die Reise nach Rom war ein erstaunliches Erlebnis. Es hat mir so viel über Geschichte, Kultur und Essen beigebracht. Ich fühle das Gleiche. Rom ist eine Stadt, die dich inspiriert zu lernen und zu erkunden. Ich bin sehr glücklich, dass wir gemeinsam dorthin gefahren sind. Ich auch Zoe. Unsere Reise nach Rom wird immer eine meiner Lieblingserinnerungen sein. Danke, dass du dieses wunderbare Abenteuer mit mir geteilt hast, Jake. Danke, Zoe, dass du eine großartige Reisebegleiterin bist. Ich freue mich auf viele weitere Abenteuer mit dir. Ja, lass uns weiterhin die Welt zusammen erkunden. Rom ist erst der Anfang. Da stimme ich zu. Die Welt ist voller schöner Städte, die darauf warten, entdeckt zu werden. Ich freue mich auf unsere zukünftigen Reisen. Jede Stadt wird neue Erinnerungen und neue Erfahrungen bringen. Ich auch. Lass uns versprechen, so viel wie möglich zusammenzureisen. Ich verspreche es, Jake. Mit dir zu reisen macht jede Reise besonders. Ich fühle das Gleiche, Zoe. Unsere Freundschaft und unsere Abenteuer sind der beste Teil des Reisens. Danke, Jake. Ich bin sehr dankbar für unsere Zeit in Rom und all die Erinnerungen, die wir teilen. Danke, Zoe. Ich bin auch sehr dankbar. Unsere Reise nach Rom wird immer in meinem Herzen bleiben. Ich hoffe, wir können eines Tages wieder nach Rom reisen. Ich hoffe es auch. Es gibt noch so viel zu sehen und zu tun. Bis dahin, lass uns weiterhin neue Abenteuer planen. Ja, ich freue mich auf unsere nächste Reise. Zoe, es war großartig, heute über unsere Reise nach Rom zu sprechen. Ja, Jake, ich habe es genossen, an all die wunderbaren Momente zurückzudenken, die wir geteilt haben. Ich rede gerne über unsere Abenteuer. Es macht mich glücklich und aufgeregt für die Zukunft. Ich fühle das Gleiche. Jedes Mal, wenn wir über unsere Reisen sprechen, möchte ich mehr erkunden. Danke, dass du deine Erinnerungen mit mir geteilt hast. Danke, Jake, dass du zugehört hast und ein großartiger Reisebegleiter bist. Ich bin sehr glücklich, dass wir gemeinsam nach Rom gereist sind. Ich auch. Unsere Reise nach Rom war ein erstaunliches Erlebnis und ich werde es immer in Ehren halten. Ich freue mich auf viele weitere Abenteuer mit dir in der Zukunft.
Ich auch, Zoe. Lass uns weiterhin reisen und gemeinsam neue Erinnerungen schaffen. Ja, Jake, mit dir zu reisen ist immer eine Freude. Danke nochmal für das wunderbare Gespräch. Ich bin gespannt auf unsere zukünftigen Reisen. Danke, Zoe. Ich bin auch gespannt. Lass uns bald unser nächstes Abenteuer planen. Ich kann es kaum erwarten. Bis bald, Jake. Bis bald, Zoe. Pass auf dich auf. Du auch, Jake. Tschüss. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Gesprächseinheiten verpasst. Bis zum nächsten Video.